Hallo und willkommen zu diesem Video. Nachdem wir so 1,5 Monate in Broome festgesteckt sind, weil die Straße zur Weiterfahrt nach Diamond gesperrt war, sind wir endlich weitergekommen, weil ein Low-Level River Crossing eröffnet wurde, über das wir mit einem Four-Wheel-Drive fahren konnten und wir hatten ja zum Glück einen. Ja, deshalb ging es endlich weiter. Wenn ihr sehen wollt, was wir in Broome dann alles so gemacht haben, könnt ihr gerne im letzten Video vorbeischauen. Wir hatten ja auch überlegt, ursprünglich wollten wir über die Gib River Road fahren, aber die war zu dem Zeitpunkt immer noch nicht offen, weil es eben so eine ungewöhnlich lange Wet Season war. Das heißt, wir haben beschlossen, wir fahren einfach über den Highway, damit wir jetzt endlich mal weiterkommen. Wir waren an dem Abend dann wirklich gehypt, als wir endlich über den Fluss drüber gefahren sind. Das ist ja der Matuara oder Fitzroy River. Und bei Fitzroy Crossing wurde das Crossing gebaut. Ursprünglich ist da eigentlich eine Brücke, die über den Highway führt, aber die wurde bei den Fluten komplett zerstört. Und deshalb musste man erstmal warten, bis die Dry Season anfängt und der Flussstand ein bisschen niedriger wird, damit man irgendwas bauen kann und dann auch den Bau der Brücke wieder beginnen kann. Ja, also ziemlich krasse Sache, wie der Verkehr da abgeschnitten war. Wir müssen jetzt, warte, wir brauchen noch ja eigentlich. Von wegen hier Arbeit, die arbeiten hier gar nicht. Es wurde gesagt, die fangen jetzt an. Das sieht schon cool aus. Und die Fahrt durch die Kimberleys war wirklich, wirklich schön. Auch wenn es wieder nicht so viele Ortschaften gab oder so, aber die Landschaft ist halt crazy. Wir hatten dann auch gleich als erstes Camp einen richtig tollen Spot, wo wir dann mit anderen Leuten waren, die jetzt auch zum ersten Mal seit einem Monat oder so endlich weiterfahren konnten. Und ja, ich bin dann morgens extra aufgestanden und habe einer der coolsten Sonnenaufgänge in Australien beobachtet. Das war richtig schön, weil wir auf einer Klippe oben drauf gecampt hatten. Und wirklich ab da haben wir überall Cane Toads gesehen, also auch später noch in Ostaustralien. Ich finde sie echt süß, aber sie sind leider eine invasive Art und außerdem auch ja, giftig, wenn man sie anfasst. Nach Fitzroy Crossing ist der nächste größere Ort dann Halls Creek. Da haben wir aber auch nur kurz gestoppt und haben uns dann die China Wall angeschaut, was halt eine sehr coole Steinformation ist. An sich ist sie jetzt nicht so spannend, also die Mauer an sich selbst, aber die Landschaft drumherum ist halt richtig toll und auch der Weg dahin lohnt sich auf jeden Fall. Falls wir mehr Zeit gehabt hätten, kann man nämlich von Halls Creek dann noch zum Wolf Creek Crater fahren, was einer der größten Meteoritenkrater der Welt ist. Aber ja, die Zeit war leider nicht da, aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich dann nächstes Mal mega gerne machen würde. Also wenn ich nochmal zurück nach Australien gehe und dann auch die Gib River Road mache. Blitzartig kam ihm zu Bewusstsein, dass von dem 5-jährigen Einreiseverbot nach Israel, das ihm auferlegt worden war, das ist also der Beweis, dass diese hier wirklich und wahrhaftig aus der Zukunft stammt. Immer noch. Kurz vor Connemara haben wir dann mal wieder gecampt. Und zwar neben dem riesigen Baum. Generell in den ganzen Kimberleys sind richtig viele davon. Das ist eine Art von Affenbrotbäumen, die es nur in den Kimberleys gibt. Und ja, ich bin fasziniert von denen.
Und nachdem wir da gecampt haben, sind wir morgens dann in The Grotto gegangen, wo wir auch wieder Leute getroffen haben, mit denen wir seit Broome dann dieselbe Strecke Richtung Darwin gefahren sind. Die haben wir auch später dann immer wieder mal getroffen auf dem Weg. War ja ganz cool und The Grotto war echt schön. Generell gibt es da immer mal wieder sehr coole Swimming-Halls. Wir waren dann auch ein bisschen in Connemara und haben uns die Stadt angeschaut. Wir sind Kelly's Knob hochgewandert, um eine coole Aussicht zu haben. Und von da aus hat man dann auch den Mirima National Park gesehen. Für den hatten wir leider keine Zeit mehr, weil wir doch in ein paar Tagen schon nach Darwin mussten, weil wir uns mit jemandem wieder getroffen haben, was ihr dann im nächsten Video seht. Aber ja, ich glaube, der National Park ist sehr cool, wenn man da mehr Zeit hat. Aber wir sind dann nämlich noch am gleichen Abend weitergefahren bis zum Lake Argyle, was an sich ein künstlicher Damm ist, aber der einfach wirklich genial aussieht und riesig ist. Eine Besonderheit auch, die andere Dämme eher nicht so an sich haben, ist, dass es in dem See so um die 30.000 Süßwasserkrokodile gibt. Wir haben leider keins gesehen. An sich sind die ja harmlos, wenn man da auch genug Abstand hält. Aber ja, wir sind trotzdem im See schwimmen gegangen, vor allem in der Abendsonne sah es da so toll aus. Ja, da hätte es auch einen Campingplatz direkt gegeben, aber wir sind dann nochmal weitergefahren und über die Grenze ins Northern Territory. In der Nacht war auch eine ganz coole Erfahrung und an dem Abend hat man wieder, wie immer eigentlich, die Sterne so genial gesehen. Elegant. Oh, das Schild ist so schön. Von der Grenze bis nach Darwin waren es dann nochmal um die 700 Kilometer. Und bis nach Catherine gab es da auch gar nicht mehr so viel zu sehen, außer richtig cooler Natur. Aber was mich mega überrascht hat und zu einem meiner Lieblingsspots da geworden ist, ist Namil Binbin bei Joe's Creek im Judbarra National Park. Das hat mich irgendwie ein bisschen an den Ort von Zelda Breath of the Wild erinnert, bei der Piratenbucht unten, falls euch das was sagt. Was mich vor allen Dingen da begeistert hat, waren die Palmen und außerdem konnte man da Rock Art sehen an manchen Stellen. Und es war irgendwie niemand unterwegs sonst, deshalb hat es sich echt besonders angefühlt. Also es war so ein schöner Stop nochmal, wo, glaube ich, an sich kommt man da ja nicht vorbei, außer man umrundet Australien irgendwie einmal. Ja. Zeigt halt, dass der Frosch cooler ist. Ja, halt einfach so
das Ding ist auch vollkommen. Und nach einiges an Fahrt sind wir dann auch irgendwann in Darwin angekommen. Was wir da dann so erlebt haben und wen wir da eigentlich getroffen haben, seht ihr dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.